In dieser Folge angeln wir an dem wohl gefährlichsten Angelspot Europas. Fuck, ey, mit den Wellen. Ich hab ein bisschen Angst, ey. Auf eine Fischart, die wir noch nie auf YouTube gezeigt haben. Alter, was ist das? Ja. Viel Spaß mit der finalen Folge unserer River Tour. Let's go! Oh, da kommt jemand von hinten. Morgen. Seit wann das denn, Vicky? Wir haben etwas ganz Besonderes vor. Und wir sind schon eigentlich ganz nah. Ja, wir sind gestern noch mal knapp 100 Kilometer weitergefahren und stehen auf einem Spot, den viele von euch vielleicht kennen. Hier habe ich meinen Barsch-PB gefangen. Und jetzt geht es aber weiter. Wir schleusen. Und zwar hier hinter diesem Damm, den ihr gleich sehen werdet, ist die Nordsee. Und da fahren wir jetzt hin. So, komm, Gas geben, alles Zelt abbauen und dann los geht's. Dann geht's los. So, 6 Uhr. Wir haben uns ein Zeitfenster gesetzt von einer Stunde, um alles klar Schiff zu machen. Becky muss auch noch mal 3 Rasierer einsetzen. Das heißt, viel Zeit haben wir nicht. So, ja, während du rasierst, baue ich mal schnell das Zelt zusammen. Wir machen nämlich etwas, was ich gezielt so noch nie gemacht habe. Guten Morgen. Wir angeln nämlich auf Wölfe. Richtig geil. Nicht die beste Zeit, Nee, absolut nicht. aber wir wollen das Risiko eingehen, weil wir haben gesagt, wir wollen nicht hier im Rheindelta, im Hollandstief, im Volkach oder so enden, was ihr eh schon alle kennt, was alle schon 100.000 Mal gemacht haben. Wir gehen mit dem Bassboot auf Wolfsbarsch. Und es gibt, glaube ich, wenig Leute, die sowas jemals schon mal gemacht Ich glaube, haben. dass noch nie dort jemand mit so einem Angelboot war, mit so einem Bassboot. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Unsere Mission ist, einen einzigen Fisch zu fangen, weil wir haben gehört, es ist noch nicht die perfekte Zeit. Es ist noch nicht einfach. Wir sind trotzdem relativ unerfahren. Aber die größte Challenge wird erstmal sein, mit dem Boot dahin zu kommen. Ja, weil der Wind ist gar nicht so wenig, aber wir haben natürlich alle Sicherheitsdaten gecheckt. Es ist möglich, wir haben es auch nochmal mit Rheinlandboote abgesprochen. Wir machen nichts, was gefährlich ist. Deswegen, auch wenn ihr solche Sachen macht, ne? Immer dran denken, Sicherheit geht vor jedem Fisch. Hobel wird gestartet. Erstmal die Nachbarn wecken. Beugen. Die ganzen Segelbootfreunde mögen das wahrscheinlich nicht. Tank 62%. Sollte reichen für unser Vorhaben. Vecchi, komm. Sofort. Hopp, hopp, hopp. 7 Uhr haben wir gesagt. 5 nach schon. 3 nach. Müssen noch die Haare gemacht werden. Wir sind just in time an der Schleuse angekommen. Die Schleuse ist gerade offen. Ich hoffe, dass wir noch mit reinfahren dürfen. Und dann trennen uns nur noch ein großes Metalltor von der holländischen Nordsee. Oh, ich bin aufgeregt. Ich hoffe, dass der Wellengang draußen nicht zu hoch ist. Na, hier war jetzt schon ganz schön, ne? Ja. Machst du die Fender das denn, während ich halte? So, wir drängen uns hier einfach vor. Die Boote neben uns waren vor uns drin, aber die haben schon so bescheuert geparkt. Dürfen wir uns mal kurz vordrängeln. Nun war es endlich soweit. 8 Tage für diesen Moment. Endlich Salzwasser, endlich am Ziel. Ja, Sind wir mehr? ja. Ich finde das so krass, mit dem Bassboot jetzt auf einem Gewässer zu sein, wo man einfach das andere Ufer nicht mehr sehen kann. Man kann dahin gucken, weiter, weiter, weiter und sieht nur mehr. Hat schon was von Freiheit. Hebel auf den Tisch. Let's go! Das war anstrengend. Und frisch.
Aber jetzt sind wir hier. Was ein wilder Ritt, hä? Hoffentlich fangen wir jetzt ein. Ja, die Strömung sieht gut aus. Okay, Da hat, also der Raub schon. Da hat schon einer an der Oberfläche gejagt. Ja, warum angeln wir da nicht? Oh Junge, das ist was anderes als auf dem Rhein hier. Obwohl, wir sind ja erprobt mit den Tankerwellen. Oh, mehr Wellengang, als ich gedacht hätte. Hoffentlich wird uns nicht schlecht. Leute, First Cast auf der Nordsee. auf dem Wolfsbarsch. Fang ein. Let's go, du auch. Geiler Wurf. Google nicht aufgemacht. Ah, Fisch on! Das ist der erste Wolf. Auf dem Gummi? Jo, auf dem Gummi. Erste Absinkphase. Mann ey. Geil. Predator 3,5 Inch. Geil, den können wir zum Mittagessen. Komm, gönn hier. Ja! Yes! Es hat geklappt und das ist ein großer. Das ist ein richtig schöner. Das ist dein PB, oder? Nein, Entschuldigung. Boah, geiles Vieh. Yes! Oh, geil. Ey, es hat nicht mal, wie lange hat es gedauert? 10 Minuten. Oh, Ey. Leute. Leute, da ist er, der Wolf. Geil. Ein richtig schöner auch. Der wird so 50 haben. Den lassen wir uns auf jeden Fall später auf dem Boot hier schmecken. Der wohl beste Speisefisch der Welt aus meiner Sicht. Loup de Mer in der Sterneküche. Sehr, sehr gefragt. Ich hätte ja nicht dran geglaubt. Wirklich. Wenn man sowas macht, weißt du, so ein Risiko. Und jetzt knallt's rein. Guckt euch den Fisch an. Vecchi, saugeil. Predator 5 Inch. Ich war gerade dabei, mir auch einen Köder zu montieren. Da knallt Vecchi da einen raus. Oh, fällt mir gerade ein Stein vom Herzen. Predator 3,5 Inch, den hat er mir kaputt gemacht. 10,05. Yes. Ja, für mich ist es ja das erste Mal hier. Und ich war noch am Montieren. Da hat Vecchi schon den ersten rausgeknallt. Und ich dachte, ja, wir müssen den ganzen Tag hier für vielleicht 1 bis 2 Bisse kämpfen. Also wenn es jetzt so weitergeht, klar, jetzt tideabhängig, dann wäre es so krass. Also super geil. Ich freue mich drauf, weil auch ich liebe diesen Fisch. Ich freue mich, den nachher zum Mittag zu essen. Sehr, sehr geil. Fisch on. Geil. Mini-Fisch. Ein großer. Obwohl, machen wir schnell Kescherheime. So wie deiner. Oh, der ist schön. Der ist Jawohl. Juhu! Numero dos. Mein erster Wolfsbarsch gezielt. Yes! Oh, geil. Der hat auch Maß. Der hat auf jeden Fall Maß. Das ist auch ein Fuffi. Geil. Mein erster gezielt gefangener Wolfsbarsch. Ist das geil. Da essen heute 2 leckere Wolfsbarsche, oder Vecchi? Würde ich auch sagen. Oh, ist das geil. Yes! Entschneidert mit einem Wolfsbarsch. Heute Morgen hätte ich es nicht geglaubt, als wir aufgestanden sind. Ich dachte, ach, wir kämpfen hier für einen Fisch. Jetzt haben wir schon 2. Was für ein Abschluss. Was für ein Finale unserer River Tour. Yes! Ich bin so glücklich. Das glaubt ihr gar nicht. So, 2 Würfel, nächster Spot, Vecchi. Jo. So, nächster Spot. Der Spot hat Fisch gebracht, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Hier ist alles tidenabhängig. Es gibt nur kurze Phasen, wo es richtig gut ist. Und in der sind wir, glaube ich, gerade. Deshalb checken wir jetzt nochmal einen anderen Spot hier ab. Are you ready? Sie. Das ist ein absolutes Hängergrab hier. Ich kenne den Spot, aber auch ein richtig guter Spot. Jetzt sind wir auch so langsam schon richtig im Europort. Davor waren wir noch auf der offenen Nordsee. Aber aktuell ist hier echt ruhig. Ich glaube, es ändert sich aber noch. Und vielleicht sehen wir später einen von den ganz dicken Kähnen. Vielleicht die AIDA oder eins von den ganz großen Containerschiffen. Hello. We have our nets over here in the water. For us it's not a problem, but I don't hope you lose your... Oh, thank you very much. Yeah, we caught 2 now. We need more. I understand. Thank you. Have a Thanks. good one. Bye bye. Bye! You You too. too. Thank you. Unglaublich, so nette Menschen hier.
voll nett, wirklich. So muss es sein. Berufsfischer und Angler freundlich gegeneinander. Vor allem kamen die her, haben gesagt, ey, uns ist egal, ob ihr hier angelt oder nichts, aber wir haben unsere Netze hier, nicht, dass ihr eure Köder verliert. Und dann meint er noch, und ein Tipp, da drüben sind Unterwasserbuben, die hattest du ja auch schon gesagt. Genau. Dabei ist es extrem gut. Und deswegen werden wir jetzt mal darüber gehen, oder? Machen wir direkt mal, oder? Ja. Ich meine, wenn der Berufsfischer sagt, dabei ist es gut, dann würde ich sagen, probieren wir das. Da ist hier auf jeden Fall ein bisschen was anderes als auf dem Rhein. Guckt euch mal an, was da für Dinger reinkommen. Jetzt fährt das Ding dahinter und schleppt den, drückt den rein oder was? Ja, die holen den jetzt ab. Vorne einer, hinten einer, glaube ich. Und dann ziehen sie ihn in den Hafen rein. Fisch? Nee, Kraut. Oh, doch. Können wir als Köder nehmen. Kann man die am Arsch fassen? Ohne dass er einen... Ja, an den Arsch kannst du fassen nochmal. Nein! Ja, fast. Au! Der kommt da voll ran, hast du gesehen? Da ist er, der Kollege. Warum hat der denn bei dir, hast du gesehen, bei mir hat er direkt zugemacht. Amigo, jetzt hast du auch mal ein Microjet 21 XL hier gesehen. Und bist sogar im deutschen YouTube. Jetzt kannst du glücklich sterben. Ciao. Aber ich würde sagen, gleich Stillstand weg, gleich machen wir mal lecker essen. Ja. Leider haben wir nicht mehr allzu viele Beilagen, weil wir schon sehr lange unterwegs sind. Der Ja. letzte Tag der Tour. Wir waren zuletzt einkaufen vor Lange her. 5 Tagen. Ja, sowas. Und danach könnten wir auch mal schauen, da hinten ist eine Strandbar. Strandbad? Nee, Becky. Nee? Strandbad nicht. Daran denkst du wieder. Noch wird gearbeitet, mein Freund. So, zurück zum Spot, wo wir schon gefangen haben. Heute Morgen. Und man muss ja sagen, hier der Ultrex, wirklich bei der Strömung, hält uns hier präzise am Spot richtig, richtig gut. So, jetzt müssten wir den Höchststand hier erreicht haben, oder, Dustin? Ja, die Strömung ist deutlich weniger geworden. Das ist eigentlich auch das Zeichen für uns, dass wir jetzt mal gleich Essen machen sollten. Ja. Wir angeln noch 10 Minuten. Und dann gibt's Loup de Mer. Oh, Fischer! Auf dem Realistic-Menü? Nee, Ghost Junior. Boah, ist schön. Jawohl. Geiler Fisch. Nochmal ein großer, oder? Nummer 3. Ja, ein bisschen kleiner als mein erster. Ah, Auch schon ein Ghost Junior. 3,5 Inch. Vertikal. Ja, mehr oder weniger vertikal. Da ist der nächste Wolf. Eine Ecke kleiner als mein erster, aber immer noch ein richtig schöner. Auf dem Ghost Junior an einem wirklich überdimensionierten Kopf. 40 Gramm. Yes. Richtig geiler Biss. Passend zur Mittagspause kam jetzt noch ein echt schöner Wolf. Yes. Und gefangen auf meine Nace NXC Casting bis 21 Gramm. Ich habe hier Fluo drauf, ist nicht ideal, aber hat trotzdem funktioniert. Oh, yes. Jetzt suchen wir uns ein schönes Plätzchen. Da drüben in der Bucht. Vielleicht können wir am Strand anlegen. Ich hätte richtig Bock, am Strand zu kochen. Ich fände es gut, wenn wir den Fisch diesmal nicht filetieren, sondern im Ganzen machen irgendwie. Können wir machen. Wir haben ja Oder eh zwei. Wir ja, können vielleicht auch einen Versuch machen. Ja, ein filetieren und ein... Ja. Aber ich hätte gedacht, dass wir den schuppen müssten. Nee, auf der Hautbrez brauchst du nicht schuppen. Okay, top. Also außer du willst die Haut mitessen, dann ja. Also ich esse die Haut nicht mit und dann schuppe ich ihn auch nicht. Hat sich ja noch einen Plan an. So. Schnell mal durch, wenn hier kein Riesenschiff kommt, das uns killen will. Scheiße. Hat er nicht ernsthaft gemacht, oder? Was Dummes. Hast du das gefilmt? Oh Mann, kommt nicht in die Folge. Becky, ich glaube, irgendwann können wir ein Best-of machen und Becky schmeißt den Anker. Super geil. Hier könnten wir jetzt aussteigen, glaube ich. Wir müssen halt schauen, wie es sich verhält dann, Ja. wenn das Wasser jetzt weggeht. Seid ihr euch sicher, dass das safe ist, ja? Weil guck mal, wir driften immer näher ran. Der Motor ist jetzt schon so nah dran.
Siehst du, es drückt so richtig. Becky, Jo, ich bin gespannt, was deine Kochkünste machen. Soll ich den einen erstmal ausnehmen und den anderen filetieren? gute Frage. Also ich würde den kleinen vielleicht im Ganzen machen. Ja? Und wollen wir den großen gleich filetieren? Oder? Ja. Jungs und Mädels, ich kann euch eine Sache empfehlen. Ganz wichtig. Sonnencreme. Meinst du jetzt schon? Jetzt schon. 12 Uhr mittags. Nee, mach nachher um 20 Uhr weg. Ich hasse Sonnencreme. Ich auch. Aber Sonnenbrand und Krebs auch nicht geil. So, ausgenommen ist der Gute. Darf er den ins Salzwasser machen? Ja, ne? Ja. Also die Wolfsbarsche, die ich jetzt hier habe, oder wir gefangen haben, sind beide oder waren alle 3 größer als die wir in Sardinien bekommen haben. Die du im Restaurant, in den normalen Restaurants bekommst, kannst du nicht damit vergleichen. So, mit so einem kurzen Messer schwierig. Aber jetzt haben wir schönes was anderes, aber wir haben ein lecker Filet. Jetzt geht's zur anderen Seite. Ich hoffe, dass hier nicht zu viel Wind ist. Wenn nicht, müssen wir irgendwie einen kleinen Windschatten bauen. Ich habe mir noch die Cap aufgebaut, damit wir mehr Hitze bekommen. Und der Fisch von allen Seiten ein bisschen durchgart, ein bisschen Olivenöl hier auf die Plancha. Dieses Mal nutze ich jetzt zum ersten Mal die andere Seite von der Plancha. Ich glaube, die ist dafür besser. Ich hoffe es zumindest. Und dann kann gleich schon der erste Wolf hier auf den Scotty. Ja, da ist den hat den Kopf und den Schwanz abgeschnitten. Jetzt passt er perfekt hier drauf. Und jetzt packen wir noch die Cap drauf, damit auch die Hitze schön drin stehen bleibt. Und jetzt heißt es erstmal warten. Und der soll richtig gut schmecken, ja? Der soll richtig gut schmecken. Hast du noch nie Wolfsbarsch gegessen? Weißt du nicht? Das ist der beste Speisefisch, den es gibt, mit Abstand. Wenn ich mich für einen Fisch entscheiden müsste, den ich mein restliches Leben essen müsste, dann wäre es hundertprozentig Wolfsbarsch. Aber im Idealfall von meiner Mom zubereitet. Die kriegt das ein bisschen besser hin als ich. 2 leckere Stücken hier. Lecker. So, unser Wolfsbarsch liegt jetzt so seit, ich würde mal sagen, ein bisschen weniger als 10 Minuten drauf. Ich glaube, auf der Seite noch ein paar Minuten und dann können wir ihn auch schon umdrehen. Kriegt auf jeden Fall schon gut Farbe. Riecht geil. Oh, sieht schon geil aus, muss man sagen. Ja, das wird fett. Habe ja schon gesagt, ich bin überhaupt nicht erfahren, was Wolfsbarsch betrifft. Deswegen mache ich hier so Verzweiflungstaten, was funktionieren könnte. Ich habe gedacht, so Texas Rig am Raven, so ein Seeringelwurm oder was auch immer, Wattwurm imitieren, könnte bestimmt funktionieren. Deswegen nehme ich hier meine Rude und hau mir ein richtig fettes Bulle dran. Hier habe ich 28 Gramm. Nachher, wenn die Strömung bläst, soll das ja auch schön am Boden halten. Ja, mal gucken, ob ein Texas Rig jetzt funktioniert. Ich hoffe natürlich. Becky klang jetzt nicht so zuversichtlich. Der ist ja unser Wolfsbarsch-Experte hier. Der hat das schon oft gemacht. Aber manchmal funktionieren ja ganz neue Sachen auch. Ich glaube, wir müssen den demnächst umdrehen. Oh, Ah, sieht gut aus. der hat auf jeden Fall ein Branding abbekommen. Ich hätte ihn am Anfang nicht bewegen dürfen. Hier ist ein schönes Scotty-Branding. Geil. Die Seite ist perfekt, würde ich sagen. Jetzt noch mal die andere Seite. Ein paar Minuten. Und dann können wir es uns gleich schmecken lassen. Da ist mein überdimensionales Texas Rig. Bin mir nicht sicher, ob das was bringt, aber ich finde, es sieht geil aus. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr glaubt, dass das ein Fisch bringt. Mal sehen, wer da auf mich zählt und wer sagt, nee, nee, der Schöne, damit fängt er nichts. Ah, geil. Hab Bock. Becky, das Wasser fällt. Lass uns mal den Kahn ein bisschen rausdrücken, bitte. Siehst du, es ist kaum mehr Wasser da. Ja, ich sehe es. Drückst du schon? Nee, die müssen ja erstmal hoch. Ich sehe nicht, wo sie sind. Wo müssen wir ihn hindrücken? Du musst es sagen. Wir müssen den Arsch noch weiter rüber. Problem ist, der ist so verschoben da. Aber wenn der vielleicht los ist. Unsere Talons haben sich irgendwie verkeilt. Nee, Raptoren, nicht Talons. Jetzt ist er fast gerade ohne Druck. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen.
Wie kann das sein? Das kann doch nicht sein. Dann komme ich auch nicht weg, ne? Ich kann noch mehr Druck drauf geben. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Wir sind am Arsch. Ja. Scheiße. Ja. Ja, wir kriegen die Raptoren nicht hoch. Wir haben jetzt mit Mühe und Not gerade noch so geschafft, das Boot wieder ins tiefere Wasser zu schieben, weil es lag schon auf der kompletten Länge auf. Im Notfall müssen wir die Dinge abschrauben, wenn wir das passende Werkzeug dabei haben, was ich nicht glaube, weil es sind riesige Muttern und Schrauben. Jetzt geht einer hoch. Der erste ist oben. Dustin ist gerade am Telefonieren mit Sascha, mit unserem Ansprechpartner rund um Bootstechnik. Und anscheinend haben sie schon mal die Hälfte hinbekommen. Der zweite ist noch nicht oben, aber einer ist schon mal oben. Auf den Schock erstmal ein Snooze, ey. Macht ihr mal den Fisch, dass wir den gleich essen können. Dustin kümmert sich weiterhin ums Boot. Ein Raptor ist immer noch unten. Und ich schaue jetzt mal, dass der Fisch fertig wird. Nicht, dass der jetzt komplett verhunzt wird. Mal schauen, wie er aussieht. Auf den ersten Blick ganz gut, aber ich glaube, der ist... Also noch wäre er eigentlich ideal zum Essen. Das Problem ist ja, Dustin wird die nächsten 10 Minuten hier nicht aufschlagen, glaube ich. Ah, er kommt hoch, er kommt hoch. Er ist oben. Oh. Dustin, wie willst du jetzt anlegen? Ich würde sagen, du packst alles zusammen und wir machen auf dem Boot weiter. Und ich komme nur mit der Spitze nah ran, ihr kommt schon ein Stück ins Wasser und dann steigt ihr auf. Okay. Jungs, kommt ihr? Ich kann nicht so lange halten. Wir müssen jetzt erstmal aufräumen, hier richtig hart. Dann können wir essen und dann lassen wir weiter angeln. Oh, Team Chaos, ey. Wir haben es gesehen, die Ursache. Hinten auf den Hydraulikdingern haben wir natürlich aus Platzmangel was raufgelegt und der hat dann irgendwie dadurch die Verbindung verloren. Gerade Around Marine angerufen, die haben sofort geholfen, sofort gewusst, was es ist. Jetzt sind die Raptoren wieder hoch, aber das war wieder ein kleiner Team Chaos Moment. Klar, wenn das Boot so vollstopfen muss während der Tour, passieren Sachen, die sonst nicht passieren sollten. Dann machst du den E-Motor rein, weg, dann können wir nämlich direkt mal aufräumen und hier essen. Ich bin gespannt, ey. Hoffentlich ist der Fisch jetzt nicht versaut. Ich bereite euch jetzt mal kurz was zu essen vor, okay? Ja, oh, was zu essen kann ich jetzt gebrauchen, ey. Oh. Ich versuch's zumindest. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen chaotisch hier, Leute. Ja, war alles chaotisch. Team Chaos is back. Boah, also ich muss sagen, es sieht schon mal lecker aus. Oh, geil, guck dir das mal an, Vicky. Boah, sieht das geil aus. Was da für geile Dinger zum Vorschein kommen. Nimm dir die Gabel. So, während du den Fisch vorbereitest, hau ich hier schon den nächsten drauf, okay? Ich muss sagen, das klappt super, ey. Hätten wir gleich so gemacht. Guckt euch das an. Das ist ein Gerippe, ne? Das ist eine Gerippe, nicht so 1 Million Gräten wie so ein Hecht. Ne? Ihr Hechte, nehmt euch mal ein Beispiel hier. Lecker. Wir müssen jetzt aber erstmal davon essen, Vicky, um zu vergleichen, was besser schmeckt. Ich glaube, das schmeckt deutlich besser als das Filet, weil es einfach saftiger ist. Ah, sieht sehr saftig aus, ja. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an unsere Sponsoren, die es echt möglich gemacht haben. Stroff, dass die Wälse reingekommen sind, geile Schnur, geile Vorfächer. Rheinlandboote, die uns gerettet haben, weil da sich 2 Schrauben gelöst haben. Jetzt auch nochmal Around Marine, die uns hier mit der Technik ausgestattet haben. Und zusätzlich natürlich jetzt auch nochmal per Telefon dauerhaft die Hilfe geleistet haben an Tackle Peak. Ja. Beste Online-Shop, wo gibt. Und nicht zu vergessen, Scotty. Jeden Tag haben wir uns unser Essen damit gemacht, eigentlich, oder? Manchmal. Fast ja. An manchen Tagen 3-mal. Ja, an manchen Tagen 3-mal. Und zu guter Letzt jetzt an Mace. Natürlich. Ohne Für die geilen Köder. Ohne Mace hätten wir nicht einen Fisch gefangen auf Genau. unserer Tour. Deswegen, ja, bis auf den Aal hat man nichts gefangen, das stimmt. So, also. Jetzt geht's aber weiter mit Probieren. Wie viele Geschmackspunkte? Ich würde sagen, eine 8 von 10. Aber nur eine 8, weil die Zitrone fehlt. Da kann der Fisch aber nicht Nee, stehen. aus den Dingen kannst du eine 10 von 10 machen. Also, ich muss sagen, Zander ist gut. Wolfsbarsch ist einfach Next Level. Konsistenz ist so krass bei Ja. Wolfsbarsch. Marus? Marus. Das musst du auch mal probieren. Der schmeckt schon saugeil. Oh. Und weil ich richtig knast habe, gibt es noch ein paar Eier. Das denn, willst du Filet probieren? Ja klar. Ich war schon immer so ein Geier, der immer, wenn es hier irgendwie am Spot und Angeln
immer keine Zeit für irgendwas anderes hatte. Ich will saugern was essen, aber ich will auch saugern angeln. Das ist nicht so einfach. Der hat Probleme, die ich tatsächlich irgendwie nicht habe. Jetzt die Stunde der Wahrheit, was ist besser? Beides sehr gut. Der ist ein bisschen saftiger, Ja, aber auch sehr, sehr lecker. war auch stark. Also die Konsistenz ist so geil von dem Fisch. Ein bisschen schade, dass wir hier wie die Penner essen. Halt aus einem Teller irgendwie so zusammengewürfelt. Aber schmeckt extrem geil. Ich muss sagen, ich esse den lieber hier so wie die Penner zusammengewürfelt. Aus einem Teller mit euch, als irgendwo in einem Sternenrestaurant. Oh, das will ich jetzt nicht sagen. Schau dir mal die Location an. Du darfst nicht vergessen, im Sternenrestaurant kannst du nicht 2 Minuten nach dem Essen direkt deine Route wieder auf Wolfsbarsch auswerfen. Ja, da hat der Vecchi recht. Oh, Fisch! Vecchi? Oh, mein Eigenbau. Kollege, ich bin hier noch am Abräumen. Ja, der nächste Wolfsbarsch. Schau mal, ich gebe dir den gleich so. Ah, ich Hier glaub, auf dem Serviertablett. der ist ein bisschen zu klein, oder? Ja, der ist untermaßig leider. Ihr seht's auf mein Carolina Rig am Raven. 60er Raven. Ja, das ist ein kleiner Fisch. Aber wunderschön, reingestiegen wie ein großer und mehr gekämpft als der zuvor. Geil! Direkt nach der Mittagspause, Wasser läuft wieder. Fisch Nummer 4, Vecchi, oder? Yes. Also hätte mir jemand gesagt, 4 als Tagesergebnis, wäre ich super happy gewesen. So großer. Wupp, weg ist er. Texas Rig mit einem Raven. Wurm fängt immer. In jedem Gewässer, in jedem Teil der Welt. Würmer werden immer gefressen. Vor allem vom Barschen. Oh! Alter, war das ein Biss. Ey, der ist reingescheppert wie... Ey, das war der... Junge, das war Zanderbiss des Todes. Alter. Habe ich Schreck bekommen. Junge, ich wusste nicht, dass sie so reinscheppern können, Vecchi. Ich will eigentlich auch angeln. Dustin kriegt ja die Bisse. Aber ich habe die Scotty Cap irgendwie falsch zusammengebaut. Soll ich dir helfen? Und das rächt sich jetzt. Ja, wäre cool. Fisch. Oh, ganz viele hinterher, Vecchi. Ja. Der nächste. Ey, es geht hier ab wie Brezelbacken. Aber das war ein Mini-Biss im Vergleich zu dem vorher. Ich habe mir gedacht, was kannst du machen, wo du Vertrauen drin hast, damit du auch gut angelst. Und irgendwie hat das hier funktioniert. Da ist er. Der nächste Wolfi. Ein kleiner, aber meiner. Schöner Fisch. Tschüssi. Soll ich für Vecchi angeln? Kannst du machen. Ja, machen wo? Na gut. Wenn du abreißt, gibt es da wirklich Ärger. Ich kriege meinen ersten. Fisch. Fisch? Ja. Hey, Eine Finte. Neue Fischart. was ist das denn? Das ist das, was du vorhin dran hattest. Genau. Ich glaube, die heißen Finten. Aber es kann auch sein, dass die überhaupt nicht Finten heißen. Für mich sieht es aus wie ein Maifisch, aber vielleicht habe ich auch gar keine Ahnung. So, neue Fischart, mein PB. So einen Fisch habe ich noch nie gefangen. Schöner Fisch. Hier hinten auch so wie ein GT, diese Verdickung, weißt du? Ich glaube, der schmeckt auch. Schreibt mal in die Kommentare, was das ist. Ich glaube, es ist ein Maifisch, aber ich habe das ist eine Finte. gar keine Ahnung. Vecchi glaubt, es ist eine Finte. Also, schöner Fisch. Tschüss, Finte oder Maifisch oder was auch immer. Vielen Dank. Und mein Texas Rig liefert. Das Lustige daran ist, ich habe hier so ein 28 Gramm Gewicht. Das hat hier nochmal so einen Führungskanal und der schützt tatsächlich ein bisschen bei den ganzen scharfen Steinen hier, weil mein erstes habe ich schon abgerissen, einfach ohne Widerstand. Bupp, weg war's. So, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und klar Schiff machen. Und dann geht es wieder richtig zum Angeln. Jetzt machen wir was ganz anderes. Wir probieren jetzt mal auf Topwater, das soll nämlich auch sehr gut gehen, die Dinger zu kriegen. Das wäre natürlich noch mal ein besonderes Highlight hier. Ob das klappt, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Wir probieren es. Jungs, ich muss eine Sache sagen. Ich bin ein bisschen traurig, dass heute unser letzter Tag ist. Geiler Trip, geile Leute getroffen, geile Community getroffen. Richtig Spaß gehabt, geile Fische gefangen. Wir könnten noch 10 Tage verlängern. Ja, würde ich gerne, aber meine Kinder will ich auch irgendwann wiedersehen. Das Problem hast du noch nicht. Ruf mal an mit FaceTime, dann machen wir noch 3 Wenn ich Tage. die mit FaceTime anrufe, dann wäre ich nicht mehr los. Papa, fang mal jetzt einen Fisch. Ja. Fang jetzt einen Fisch. Mann, fang jetzt einen Fisch. Guck mal, was sind denn das immer für Fischschwärme? Lass uns schleppen. Also, sorry, Markus. Was denn? Wir machen alles, aber wir sind mit Sicherheit keine Schleppangler. Runter. Sag mal Vecchi, was der manchmal macht. Bei sich. Abschleppen, aber nicht beim Angeln.
Das hier mit der beste ist, also das ist mein bester Topwater-Spot hier. Kleiner Tipp, wenn ihr Fluorocarbon-Vorfach, das natürlich sinkt vor Fisch, könnt ihr mal probieren, ein bisschen mit so einem Lippenstift das einzufetten. Dann geht das nämlich nicht so unter. Das hilft oft. Ich habe mir den Trick tatsächlich mal bei Marc abgeguckt. Marc Pichowski. Also Credits, all Credits für Marc. Jetzt klaue ich ihm den Trick. Oh, die Möwen gehen auf meinen Topwater-Köder. Oh, Fisch on. am Topwater. Auf Topwater. Wie geil. Wie geil, Alter. Jawohl, auf dem Reaper 2.0. Alter, Topwater. Der Plan ging mal auf, hä? Ja, die sind halt schon kleine Mäuler, ne? Boah, mein erster Topwater-Fisch. Super geil, der hat ihn ganz am Ufer weggeknallt. Nicht der größte für heute, aber ich bin mega happy. Was ein Adrenalinschub, wenn die so an der Oberfläche den Köder weghauen. Und so schöne Fische, Wahnsinn. Ich bin mega happy. Und wie bei den Flussbarschen, auch hier. Beim Topwater hauen die sich immer große Köder rein. Das ist eine neue Größe von uns. Reaper 2.0. Hat gut geklappt. Wolfsbarsch Nummer 6. Wie geil ist das bitte? Ab zum nächsten Spot. Jetzt geht's eine Etage tiefer. Gerade eben haben wir so eine flache Steinschüttung abgeangelt. Und jetzt gehen wir mal an den Bootsanleger. So auf 8 bis 10 Meter. Vielleicht stehen sie ein bisschen tiefer. Kann die Viecher mal die Fresse halten? Echt, ey, die Dinger nerven hart. Also Möwe sind wohl die größten Talerons der Vögelwelt. Mann, ey, wieder. Dieser Spot ist echt nicht ohne, also da muss man richtig aufpassen, wie man fährt, weil wenn dich die Strömung dann gegen Pfeiler drückt oder auch gegen die Wand oder eine Welle, dann kann es echt gefährlich werden. Deswegen musste ich besonders aufpassen beim Fahren, aber ich hatte auch das Gefühl, hier stehen richtig dicke Fische. Was ein geiler Spot, Dustin, oder? Das ist so geil. Aber auch ein bisschen gruselig. Ja, ein bisschen gruselig, aber Aber da stehen dicke Fische auf dem Lot. ja, Die müssen jetzt nur noch anbeißen. es ist so geil, der Spot. Und crank hier Aber durch. auch nicht einfach zu fischen. Nee. Müsste eigentlich gehen, ne? Boah, da kommt eine fette Welle. Ich weiß gar nicht, ob hier drunter sein will, wenn die fette Welle kommt. Siehst du die? Ja. Passen die Talons da runter, ja, ne? Die meisten wissen es von euch ja. Markus, unser Kameramann, ist auch Angler. Hat sich gerade die Route geschnappt. Ein Riesenvieh raufbekommen. Also vom Drill mit Sicherheit der größte, den wir heute hatten. Ja, ist aber leider abgegangen, ausgestiegen. Krass. Hier geht was. 6 Fische haben wir bis jetzt. Ich glaube, da kommt halt noch ein großer. Weg ist er. Ah, hast du es gesehen? Ja. Ah, nein. Ja, oh, geiler Spot. Sah so gut aus. Bis auf Markus Fisch, den er verloren hat, ging leider nichts mehr. Aber da hätte man sich mehr erhofft. Vor allem, weil er im Schatten lag. Das wäre natürlich super praktisch gewesen. Aber war nichts. Wir müssen weiterziehen. So, jetzt fahren wir zu so einer Drift, wo man Hardbaits fischen kann, hast du gesagt, ne? Yes. Hast du was Süßes? Nee, nur Lutscher. Außer der Markus hat hinten noch Gummitiere. Nee, leider nicht. Aber an der Stelle will ich nochmal Danke an alle Zuschauer sagen, die in Düsseldorf da waren. Wir haben so viele tolle Sachen gekriegt. Honig, 8 Flaschen. Aber auch nochmal vielen Dank an Henrik, hieß er, glaube ich, ne, der Melonen vorbeigebracht hat. Marcel. Marcel, genau. Marcel, Henrik war unser genau. Tankkollege. Die Leute aus Worms, vielen Dank an alle, die da waren. Hat uns sehr gefreut. Und jetzt, nach der 48-Stunden-Challenge in der letzten Folge, haben wir auch richtig reingehauen und fast alles weggehauen, würde ich sagen. So, aber jetzt fahren wir zum nächsten Spot und fangen hoffentlich einen Fisch. Junge, ich merke jetzt die 8 Tage. Einmal noch durchziehen. Fisch.
glaube, der ist besser als die anderen, die ich hatte. Oh, Entschuldigung. Oh, scheiße, Hast du Markus hat selbst gehackt? selbst ist relativ eher ich. Vorsicht. Ey, Ich sehe es doch, ich Becky. habe hier den Kescher in der Hand, tut mir leid. Becky, das ist ein großer Fisch. Bist du weit? Oh, da ist ein großer hinterher. Also groß ist er nicht, aber schon einer der größeren heute. Jawohl. Ah, Sorry, yes. Markus. Lebst du noch, Markus? Ja, Die 360er, hat ja die hab das ich drauf? angemacht. Wahrscheinlich. Vorsicht. Ey. Yes! Junge, haben wir gekämpft, ey. Und was weißt du, hast du- woraus ich wieder gebissen habe? Ach was? Mein Texas Rig. Raven. Die Raven, Texas Rig. Geil. Hältst du den Kescher? Wo ist jetzt deine Brille hier? Ja, als ob das ist meine einzige, nicht das Ja, mach mal, take it easy, Alter. Warte mal, ich gehe hier auf die andere Seite. Starke Fische, ey. Auf dem Raven wieder. Ich war mir nicht sicher, ob das klappt, aber es scheint zu laufen. Der beste Köder bis jetzt heute. Und was hat er? 45. 45. 45er? Jawohl, schöner Fisch. Oh, sind hier mal Wellen. Aber kämpft. Ah, der kämpft. Ey, was ist hier los? Jetzt geht richtig Links und los, rechts Autobahn. sind hier riesige Dampfer. Ja. Oh, haben wir für diesen Fisch gekämpft. Wir hatten echt einige Fehlbisse. Aber um ehrlich zu sein, bin ich trotzdem happy, weil ich dachte, als wir den Tag gestartet haben, wir kämpfen den ganzen Tag für einen so einen Fisch. Und jetzt ist Fisch Nummer 7. Eigentlich haben wir uns ein Zeitlimit bis 18 Uhr gesetzt. Das haben wir jetzt schon 2 Stunden Wir überschritten. müssen heute noch 90 Kilometer fahren und das Boot raustrailern. Boot komplett leer räumen. Morgen früh um 6 geht's für dich nach Berlin mit Markus, für mich nach Würzburg. Alles für euch oder Für uns alle gemeinsam. Das ist so ein Geben und Nehmen, weißt du? Die Community hat was davon und wir auch so ein Ja. bisschen. so. Hoffentlich sehen die Fische das auch so, dass es ein Geben und Nehmen ist. Weil bis jetzt haben sie ganz schön viel genommen, die Jungs. Naja. Ja, Boah, guter? fühlt sich gut an, aber ist halt, Gegen die Strömung, gell? ja, ist nicht so groß. Wolfsbarsch Nummer 8. 10 wollten wir voll machen. Sieht aus, als würde es klappen. Ja, der hat auch Untermaß. Schöne Fische, aber der ist zu klein. Deswegen darf er zurück. Ich bin so begeistert, wie der Raven einfach rasiert. Auf Barsche, also Flussbarsche schon. Und jetzt scheinbar auch auf die Wolfsbarsche. So, let's go. Das ist eventuell einfach der letzte Spotwechsel bei der River Tour. 200 Tour, Stunden ey. durchgezogen. Weit über 1000 Kilometer gefahren. Das verging wieder wie im Flug, oder? Gegen im Flug und alles auf dem Nitro. Was das Ding jetzt schon alles gesehen hat. Boah, ich will nicht heimgehen. Also, was haben wir jetzt? 9 Fische und 8 Wolfsbarsche, richtig? Ja. Also wir brauchen noch 2 Wolfsbarsche dann. Was wirklich? Dann hört ihr trotzdem nicht auf. Dann war es wirklich Endstufe. Auch jetzt schon Endstufe, aber 2 hätte ich gern noch. Du einen, ich einen. Und Markus einen. Wir brauchen 3. Scheiße. Markus. Markus. Oh, da ist er ja. Da haben wir einen Mini. Oh, da ist der nächste Wolf für mich. Auf dem Crank Flat. In der Heimat habe ich damit schon richtig geile Zander gefangen und jetzt auch den nächsten Wolf. Kein ganz so großer, aber ich möchte mich nicht beschweren. Kleiner Babywolf. Der ist absolut untermaßig und muss auf jeden Fall direkt wieder zurück. Fisch. Fisch? Das ist nach dem nächsten. Der kommt zurück. Ist, ganz kurz, ich will nur festhalten. Nummer 10. 10. Markus. Jetzt musst du einfangen. So, da ist er. Der nächste kleine Bursche. Der darf schnell zurück, weil die haben 42 cm Maß. Der hatte das leider nicht. Aber Mad Max hat auch funktioniert. Fisch Nummer 10. Fisch Nummer 11. Wolfsbarsch Nummer 10. So, Markus, Kamera weg. Angeln. Du brauchst auch einen. Was ich noch sagen wollte. Das Texas Rig, wo ich dachte, wird das was? Mit dem Raven hat es wirklich gebracht. Heute, glaube ich, der beste Köder. Gott sei Dank. Sonst hätte ich mich geärgert. Und Markus? Markus? Gibt es noch einen Fisch? Ich hoffe. Der vorhin, der wäre gut gewesen. Aber Ja, das stimmt. Naja, ich drifte mal weiter. Gucken, ob da noch was geht. Die Tour ist fast vorbei und ich wollte noch eine Sache loswerden. Das ganze Setup hier, 2 große Echolote, 3 große Echolote,
ein E-Motor, Raptoren, haben wir in 1000 Kilometern, mehr als 1000 Kilometern, über 200 Stunden, genau 0 Mal geladen. Das ist krass. Wenn ihr sowas auch wollt, guckt in die Videobeschreibung. Around Marine hilft euch. Für uns war es ein Gamechanger. Also, jetzt wird noch ein bisschen geangelt, noch ein großer Fisch hoffentlich gefangen. Und dann geht's nach Hause. Mit den Fängen kann man schon absolut zufrieden sein, aber ihr wisst ja, wie es ist. Am Ende will man immer noch den dicken. Und genau auf den haben wir jetzt noch gehofft. Oh, das ist ein großer. Das ist ein richtig großer Fisch. Ja, der ist viel größer. Hey, das ist ein großer Fisch. Steht da drin? Ja, ja, richtig gut. Kann gar nichts machen. Boah, ist der geil. Das ist ein richtig schöner. Das ist ein Fisch von weit über 60. Wirklich? Sah so aus auf den ersten Blick. Ja, das ist ein Koffer, Alter. Das ist ein richtiger Koffer. Ja! Alter, Alter, was ist das? Das ist ein richtig schöner. Das ist ein 60 plus Fisch. Das ist ein 60 plus Fisch. Was ist das, Dicker? Gerade habe ich gesagt, ah, die sind nicht so stark. Scheiß drauf. Alter, was ein herrlicher Fisch. Junge! Willst du mich verarschen, bitte? Jungs und Mädels, guckt euch das an. Alter, ich kann ihn gar nicht richtig halten. Der Raven ist raus. Alter. Alter. Becky. Geiler Fisch. Alter. Das ist doch ein Monster. Das ist ein Monster. Und der perfekte Abschlussfisch für unsere Tour. Wir haben mehr als 1000 Kilometer auf dem Boot verbracht. Über 200 Stunden zusammen hier auf nicht mal 12 Quadratmeter verbracht. Und dieser Fisch ist doch der perfekte Abschluss für eine perfekte Tour. Unglaublich. Saugeil. Von Frankreich bis hierher in die Nordsee und schlussendlich zu den Wolfsbarschen. Yes. Vielen Dank an euch, die zugeguckt haben, die sowas ermöglichen. Super geil. Und jetzt hoffen wir, dass euch die Tour gefallen hat. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, jetzt ist sie vorbei, die River Tour. Es war für uns ein Riesenabenteuer. Wir hatten extrem viel Spaß und wollen uns vor allem bei euch bedanken. Bei den Zuschauern, die das möglich gemacht haben, die uns unglaubliche Klickzahlen gegeben haben, die uns Likes gegeben haben. Und auch die Motivation, ihr seid ans Wasser gekommen und alles. Wir sind euch sehr dankbar. Vielen Dank dafür und wir kommen schon bald wieder mit neuen coolen Folgen.